Es ist Patch Day, liebe Freunde, und wir müssen ein, 2 Dinge vorher besprechen. Und zwar Punkt eins: der Firaxis Crash Reporter, der ist weiterhin am Start, treuer Freund und Begleiter von mir. Da passiert nichts mehr. Der, der bleibt jetzt für immer, macht ja aber nichts. Er hat auch, glaube ich, keinen Einfluss, also hat auch keine Abstürze und so. Weiß nur nicht, warum der bei Spielstart immer meint, er müsste direkt mitstarten. Sehe ich jetzt keinen Grund zu, aber egal. Dann, zweiter Punkt ist, ist mir aufgefallen, also ich weiß nicht, wer das hier veranstaltet hat, aber also blind bin ich jetzt nicht, ne? Und ich bin auch noch keine 100. Ich sehe die Symbole auch, wenn sie normal groß sind. Ich meine, also die Ansicht hat man ja vorher eh schon nicht genutzt, aber das hier ist ja jetzt eine Vollkatastrophe. Gibt da auch ein paar gute Dinge, aber zuerst nee, doch, wir sprechen zuerst die guten Dinge an, sonst verlieren wir uns wieder. Es wurde schon geschrieben, dass es hier Probleme geben kann bei einem Safe Game. Das sollte sich mit dem Zeitalterwechsel allerdings wieder beheben, wobei ich nicht weiß, ob das hier sich beheben wird oder ob das wirklich wieder so ein Bug ist, den sie erst rauspatchen müssen. Also, Zeitalterwechsel sollten die meisten Probleme weggehen. Wir haben beim Zeitalterwechsel aktuell jetzt für uns auch nicht relevant, aber wir hätten die Möglichkeit, die Armee, so woanders einzustellen, also so aufzustellen, dass sie stehen bleibt. Das kann man, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, allerdings nur vorm Spiel machen. Das heißt, unsere Armeen werden sich noch mal sammeln. Das macht jetzt aber auch keinen großen Unterschied. Die Beziehungen werden nach dem Zeitalterwechsel ein bisschen smoother übergehen. Das heißt, die werden nicht instant irgendwo hindroppen, sondern die gehen langsam Richtung Null von allen Seiten aus und werden dann wieder beeinflusst von irgendwelchen Agenten oder den Regierungsformen oder was auch immer. Und, wir haben noch einen kleinen Bug, und zwar, ja, die Symbole von unseren Ressourcenfeldern, das gehört ja eigentlich hier hoch alles. Die haben sich verschoben, sind großteils auch verschwunden. Hier auf dem Festland haben wir die gar nicht mehr, die sind einfach weg. Und hier haben wir mehrere auf einer Stelle oder direkt nebeneinander. Weiß ich jetzt auch nicht, was das soll. Ich gehe mal davon aus, dass das beim Zeitalterwechsel auch weggeht, beziehungsweise letztendlich kann es uns egal sein. Wir haben sowieso alles gebaut und bebaut, haben alles erspäht, was wir denn vielleicht noch bebauen wollen in der Ecke und wissen ja, dass das die Symbole sind. Ähm, Trotzdem ein bisschen, ja, ein bisschen weird das Ganze. Und letzter Punkt noch, es kam 'n neuer Herrscher raus, Dschingis Khan, und den möchte ich extrem gern spielen auch noch. Deswegen haben wir am Freitag noch mal 'n Livestream, ist ein bisschen eingeschlafen, hatte die letzten Wochen einiges zu tun in der Firma, und wir fangen um 21 Uhr an. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne reinschauen. Freitag 21 Uhr dann mit Dschingis Khan und den Axum, in 'nem neuen Axum heißen sie, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, habe schon wieder vergessen. Auf Die jeden Fall beste der neuen Investition Zivilisation. für ein Jahr ist es, Getreide anzubauen. Die beste Investition für 10 Jahre ist es, Bäume anzubauen. Die beste Investition für ein ganzes Leben ist es, Menschen zu bilden. Alrighty, da sind wir durch. Und natürlich, ich habe noch festgestellt, ich bin 'n Joggle. Und zwar, hier kann man ja runterscrollen. Also, ne, das ist hier ist für die BWL-Studenten unter euch, die können sich das hier gerne anschauen. Ich werde es nicht machen. Mit Zahlen habe ich es nicht so. Wir können hier, hier mehr oder weniger abzählen, wie viele Einheiten wir haben und ob wir genügend Heerführer dafür haben. Wir müssen ein bisschen, ne, ein bisschen nachdenken. Also auch nicht so, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber wir haben 6 Heerführer, die haben 4 Plätze, also 24. Da haben wir 9 Ritter, wir haben 13 Armbrustschützen, sind wir bei 22. Dann haben wir 23, dann haben wir 30 und dann haben wir, was das jetzt? 33. Also 33 Einheiten haben wir, 24 bekommen wir unter, heißt, wir haben eine Differenz von 9 Einheiten aktuell. Ich weiß nicht, wie viele wir mitnehmen können. Ich baue einfach mal noch 'n Heerführer, dann sind wir auf der sicheren Seite. Den werden wir noch in Auftrag geben. Vielleicht gerade hier in Karthago, das ist ja free und hat auch eine sehr gute Produktion. Heerführer, 9 Runden. Dann sind wir da schon mal safe. Ich bin natürlich, muss man dazu sagen, ganz alleine drauf gekommen, dass das hier existiert und nicht wegen jemandem, der mir in der letzten Folge was in die Kommentare geschrieben hat. Ist natürlich komplett mein Verdienst. Aber Spaß beiseite, danke dafür. Wir gehen in die Erzählung rein. Wirtschaftliche Konsequenzen. Nach der jüngsten Katastrophe behalten wohlhabende Händler noch immer ihren Profit im Blick. Viele von ihnen setzen sich für eine Befreiung von den Steuern aufgrund der besonderen Umstände ein. Katastrophen wirken sich nicht auf Steuerschulden aus, oder Steuerbefreiungen für Händler sollten diskutiert werden. Da bin ich deutsch. Sorry, da bin ich deutsch. Das Finanzamt, das rippt mich jeden Monat aufs Neue oder jedes Quartal. Nee, die rippen mich eigentlich jeden Monat auseinander. Deswegen Katastrophen hin oder her, Steuerschulden sind und bleiben da. Ist wie in Deutschland, Finanzamt kennt keine Gnade. Keinen einzigen Tag, Leute. Ich könnte gerade. Nee, machen wir nicht. Eine gut bewaffnete Waffenkammer. Die Produktion ist fast abgeschlossen und der Architekt tritt zurück, um das neue Gebäude zu bewundern. Bald wird es einen erfahrenen Waffenmeister beherbergen, der bereit ist, neue Rekruten mit ruhiger Hand und Zuversicht einzuweisen. Gut bewaffnete Waffen, also das ist nicht bestückte besser, egal.
Es werden sofort mehr Waffen für Soldaten benötigt oder die Arbeit des Waffenmeisters eine Kunst, die Zeit verdient. Terze brauchen wir jetzt aktuell nicht. Wir haben eh schon viel zu viele Einheiten. Ich bin dafür, dass wir das hier nehmen. 2 Produktionen für den Waffenmeister. Das finde ich stark. Das finde ich stark. Das Gebäude haben wir ja relativ oft gebaut, glaube ich. Und dann sollten wir schauen, was machen wir. Wir sind hier überall mit den Basispunkten sind wir durch. Eigentlich geht es jetzt nur noch um die Meisterungen. Produktion für Produktionsgebäude finde ich gut. Produktion für Militärgebäude finde ich gut. Gold für Goldgebäude finde ich gut. Nahrung, ja gut, da ist halt alles, wird mal geboostet. Wir fangen, glaube ich, einfach hinten an. Produktion für Produktionsgebäude. Ich denke mal, das bringt uns noch mit am meisten. Und in Malett. Was bauen wir da? Ein Brennofen. Wir brauchen aber eigentlich nicht mehr so viel Kultur aktuell. Wobei man dazu sagen muss, dass die Gebäudeboni, das war auch eine Änderung im Patch, die werden jetzt beibehalten beim Zeitalterwechsel. Zumindest die Basisboni, die Grunderträge. Das, was man über das Forschungsmenü boostet, das fällt nochmal weg. Aber zumindest die Grunderträge bleiben jetzt. Das war ja auch die ganze Zeit nicht so wirklich so. Wir haben Gebäude dann da stehen gehabt, die gar nichts gebracht haben, nur Kosten verursacht haben. Also die Kosten bleiben gleich und die Grunderträge bleiben auch gleich. Das finde ich schon mal gut. Nee, wir brauchen den ja nicht. Ist ja quatschig. Wir bauen den Waffenmeister. Komm. Wir bauen den hier auf ein Achterfeld irgendwo hin. Hier. Wir können da noch einen Spezialisten einsetzen. Ich brauche so viel Kultur aktuell nicht mehr. Wir werden da safe durchkommen mit. Warum soll ich es dahin verschwenden? Hier möchte ich aber gerne die 5 Wissenschaft noch mitnehmen. Oder? Ja, doch. Die nehmen wir mit. Definitiv. Die Missionare, die können wir jetzt erstmal alle durchklicken. Wie gesagt, ich lasse mir die halt offen. Ich muss die jetzt jede Runde nochmal neu durchklicken, aber da werden wir überleben. Ich denke nämlich, dass es da demnächst wieder losgeht mit der Gegenmissionierung und ich möchte das ein bisschen im Blick behalten. Ich kenne mich, ihr kennt mich, ich bin wie ein Goldfisch. Ich vergesse das innerhalb von einer Minute wieder. Was ich jetzt sage, das zählt in der nächsten Runde schon nicht mehr. Deswegen lasse ich mir das hier als Reminder stehen. So, Tertio kann sich verschanzen. Dann haben wir hier... Warte mal, der Missionar, der muss auch was machen. Der muss auf ein Landgeländefeld. Let's go. Und der muss auch auf ein Landgeländefeld. Let's go. Und damit haben wir noch einen Punkt abgeschlossen hier. Sehr geil. Solange wir das halten, behalten wir den Punkt auch. Das ist jetzt nicht der letzte. Wir sind erst hier. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Wir werden nochmal 4 Siedler, also nochmal 2 Punkte. 2 Doppelpunkte, ne? Eroberte Siedlung gewähren 2 Punkte. Kommt drauf an, ob uns jemand einen Krieg erklärt. Wir könnten das jetzt forcen. Mit dem Krieg. Bin ich ehrlich, wir können das jetzt auf die Spitze treiben, können einfach hingehen und jetzt hier zum Beispiel bei Amina sagen, ja, pass auf, wir wollen eine Versöhnung. Das kann gut gehen und die sagt, ja, hey Bro, ist alles cool, alles geil, aber so wie die hier steht schon und mich ja mit ihrem Schwert hier bedroht, wird die das ablehnen und dann sind wir automatisch im Krieg. Glaube ich. Also so war es beim letzten Durchgang. Da bin ich mir zu 100% sicher, wenn die das jetzt ablehnen, dann ist die Kacke am Dampfen, Leute. Dann ist hier Achterbahn. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich kann mit der allerdings auch nichts anderes machen. Ich könnte mit der von der noch was stehlen. Das lohnt sich allerdings nicht, finde ich. Wenn, dann wäre Machiavelli hier ein lohnenswertes Ziel. Oder er hier. Aber auch das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich lasse das mal. Grenzen öffnen. Ich mache mit der gar nichts. Ich gehe den anderen Weg. Ich werde hingehen, werde die uns sowieso schon ganz gut mögen, die werde ich noch mal ein bisschen boosten. Und zwar die wichtig sind. Das wäre Machiavelli auf der einen Seite, weil der stark ist. Und das wäre wahrscheinlich, ja, er ist immer hinterher. Der ist militärisch uns definitiv nicht überlegen. Der hat auch nur eine Siedlung. Nee, pass auf, da machen wir Katharina. Wir machen ja einfach irgendwas. Lokales Fest, so, das akzeptiert so. Wir machen Machiavelli, Militärhilfe. Hat er anscheinend auch akzeptiert. Wird mir nicht angezeigt, weil ich zu schnell war. Macht aber nichts. Dann sind wir mit den beiden schon mal wieder so ein bisschen dickere Bros. Und wir sollten hier noch einen Speer kaufen. Das wollte ich auch noch machen. Einen Speer. Der wird hier rausgepresst. Und dann können wir nämlich beim Speer hier auf Auto erkunden losschicken. Und wir sollten aber zuerst noch den Hund streicheln. Weil Doggo. Cute. Alrighty. Dann geht's los. Wir stellen ihn auf Auto erkunden. Ich werde jetzt nicht anfangen, nochmal mit dem hier rumzulaufen. Aber wir brauchen ja noch offene Grenzen. Das habe ich ja ganz vergessen. Das machen wir hier mit Konfuzius und mit ihm hier. Dann kann der schon mal einen Großteil vom Kontinent, vom Landesinneren erforschen. Und ich glaube, das könnte uns gegebenenfalls auch weiterhelfen. Machen wir Konfuzius, machen wir auf das Ding. Und wer war der andere Dude hier? Er hier. Tecumseh. Mach auf den Lachs. Danke, Dankeschön.
Sehr gut. Teneriffa bleibt stabil. Da brauchen wir nichts machen. Nächste Runde. Nee, noch nicht. Schatzflotte. Schatzflotte gibt aus den Lachs plus einen Punkt und nicht wirklich weitergekommen dabei. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, aber lassen wir uns mal überraschen. 74% sind wir durch. Da kann noch einiges oder auch nichts passieren. Das sehen wir im Laufe der nächsten Runden. Rufen die erstmal ihre 5 Milliarden Einheiten, die sie Jedes haben. Imperium redet sich ein, dass seine Aufgabe nicht darin besteht, zu plündern und zu kontrollieren, sondern zu erziehen und zu befreien. Alrighty. Nahrung für Nahrungsnachbarschaft, das machen wir vielleicht gleich rein. Das gucken wir noch. Ich möchte gerne weitermachen. Hier erstmal Toledo. Toledo möchte ich zuerst Produktion. Ich weiß, hier sind noch Fische, aber die brauchen wir jetzt aktuell nicht. Der hat genug Wachstum. Ich möchte hier die Produktion noch ein bisschen abrampen, damit wir da keine Probleme bekommen. Und hier sollten wir auch weitergehen, und zwar in die Souveränität, um das Siedlungslimit noch mitzunehmen. Das ist ganz wichtig. Und wir haben auch eine Feier. Perfekt, dann können wir das Ding ja sowieso reinmachen, die Sozialpolitik. 20% Nahrung, 10 Runden lang. Sehr gerne. Nahrung für Nahrungsnachbarschaft. Let's go. Utica kann produzieren. Haben wir genug? Ja. Zufriedenheit ist aktuell safe. Wir machen den Waffenmeister. Zack. Nochmal 8 Produktion und dann sind die, ich hoffe... Der steht hier. Aber der hat ja gesehen, was letztes Mal passiert ist. Ich denke mal, der ist eingeschüchtert. Der wird sich hier nicht mehr trauen, gegen zu missionieren. Da ist das Feierabend. Der hat gesehen, wie wir hier letzte Woche losgelegt haben. Letzte Runde. Da gibt es kein Erbarmen. Absolut keins. Er hat aber nicht mehr viele Aufladungen, oder? 2 Stück nur. Ich schicke den mal hier hoch, trotz allem. Falls der jetzt doch noch irgendwie stunk macht. Die brauchen wir hier unten in Mozia ja nicht. Da wird ja überhaupt nichts. Da passiert ja gar nichts. Das ist safe. Und hier ist überall Ruhe. Das wundert mich so ein bisschen. Da ist keiner mehr unterwegs. Vor allem die Dinger sind wichtig, dass wir die in den fernen Ländern behalten. Weil die verlieren ist Katastrophe. Verlieren wieder Punkte und so weiter und so fort. Also da müssen wir ein Auge drauf haben. Deswegen sind ja auch alle nicht eingeschläfert, sondern auf Hab-8-Stellung. Also Auto erkunden weiß ich jetzt nicht, warum man dann da hier durchs Wasser fahren muss. Muss er wissen, aber naja, nicht unser Problem. Hier geht es auch weiter mit dem Waffenmeister auf ein Achterfeld. Haben wir hier irgendwo ein Achterfeld ohne Zeitlosgebäude? Ich will das doch irgendwie so behalten. Ne, Brennofen ist auch, glaube ich, zeitlos. Ne, Brennofen ist nicht zeitlos. Okay. Stimmt, das war ja das Kulturgebäude. So rum. Hier bauen wir auch noch einen Waffenmeister. Ich weiß, wir waren am Banken bauen, aber ich möchte hier erstmal noch waffentechnisch weiterkommen. Machen wir hier oben hin. Zack. Also produktionstechnisch. Hier macht es keinen so großen Unterschied mehr. Hier bauen wir die Bank da noch hin. Zur Menagerie dazu, jawohl. Und hier haben wir... Hier haben wir keine Ruhe. Das war frech. Das war frech. Aber er war's. Nicht er. Der hat Respekt. Okay, der ist ja am Hochlaufen. Warum gibt das eigentlich jedes Mal 25 Gold? Ich dachte... Warum haben wir jetzt hier diese Ich verstehe das. Ich verstehe es wirklich nicht, Leute. Also, diese UI, diese Anzeige, ich check's nicht. Warum wird das jetzt rot gehighlightet und die anderen hier nicht? Und die auch wieder und die wieder nicht? Nee, ich denke einfach zu viel. Einfach machen, NFS. Einfach machen, nicht denken, dass es so spielt man Civilization. Der beste Weg, Civilization zu spielen, nicht zu denken. Und dann klappt das alles auch schon. Überspringen wir alle. Ich hatte auch jetzt irgendwas mit dem ganzen Quatsch, den ich jetzt schon wieder mache, hatte ich irgendwas vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Aber das werden wir noch, früher oder später werden wir das eh rausfinden. Nächste Runde. Einheiten können befehligt werden, okay. Ah, der ist hier. Nice. Achso, ich wollte eigentlich gucken, warum wir jedes Mal 25 Gold bekommen, weil ich dachte eigentlich, das gibt es nur einmal. Bei der erstmaligen Bekehrung einer Stadt. Aber wo ich das jetzt finde, ist jetzt auch... Nee, komm. Bis ich das jetzt irgendwo gefunden habe, machen wir lieber weiter. Ich hoffe, die halten hier die Füße still. Wo sind sie da? Ich habe doch was gesehen. In den höchsten Himmeln und unter den Wolken des Sturms bist. Nimm dieses, unser Opfer, an. Ja, moin. Machu Picchu, den hatte ich ja ganz vergessen. Leute. Geil.
Geil, dass wir das noch Der gebaut haben. Blasebalg arbeitete unaufhörlich 3 Tage und 3 Nächte lang, und die Bronze schmolz und wurde wie Wasser. Ja, der Gerät wird nie müde. 3 Kampfstärke für Kavallerie und 1 Produktion für Produktionsgebäude. Sehr gut. Ich habe hier irgendwas gesehen. Das machen wir jetzt. Da warten wir auch nicht ab. Beide Felder. Bin ich Jeck? Jetzt ist da noch. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Und ich sag noch, wir haben Respekt. Nix da. Nix da. Kommt noch mehr. Unfassbar. Unfassbar. Jetzt ist der Missionar. Oh, gut, dass ich den hier schon mal hochgeschickt hatte. Wo ist denn der? Warum braucht der noch so lange? Geh mal schneller. Zur Not grabben wir uns den aus Oyad noch. Er ist fast oben. Dann tauschen wir einfach. Komm, dann tauschen wir den. Der macht Abbruch und der geht zurück dann nach Oyad weiter. Beziehungsweise der könnte auch nach Oyad gehen. Dann macht der komplett Abbruch. So, Feierabend. Hier geht's weiter mit mit Missionaren, sage ich. Mit Spezialisten. Das hier sieht tempting aus. Wegen der 3 Produktionen und 1,5 Nahrung. Ich glaube, ich möchte das nehmen. Ja. Nehmen wir das. Und wir starten durch in der Produktion. Ich weiß gar nicht. Bringt es. Der Gold für Gold-Nachbarschaft wollte ich, glaube ich, noch nehmen. Ja. Gold für Gold-Gebäude, so rum. Da starten wir noch rein. Denn da haben wir jetzt ja auch schon einige gebaut. Hier kommt noch eine Bank hinzu, bin ich mir sicher. Da sind wir auch durch mit den Gebäuden. Das war dann das letzte Gebäude, was wir, also das vorletzte Gebäude, was wir bauen können. Müssen wir uns überlegen, was wir zum Schluss noch bauen. Verlies oder Krankenhaus. Das macht aber nichts. Und hier geht es weiter mit einem... hier oben. Oh, ist das stark. Oh, Leute. Oh, da wird mir ja ganz anders im Höschen. Schaut mal. 9 Kultur, 3 Zufriedenheit, 2 Wissenschaft, 4 Gold und 1 Hammer. Produktion. Heieiei. Ja, moin. Gesamtertrag 61 hat das Feld. Üff. Üff, Leute. Rein da. Rein da mit dem Spezialisten. Harapana kann irgendwas bauen. Ja, irgendwas ist gut. Menagerie wäre jetzt nicht so dramatisch. Ja, Bazar macht keinen Sinn groß. Will ich Waffenmeister einfach noch bauen. Komm, wir haben es ja. 7. Zack. Hippo. Ich brauch's halt nicht. Also ich brauche so viel Kultur nicht mehr. Wir haben 1100 Kultureinkommen. Wir kriegen das ja locker doppelt und dreifach fertig. Ich baue eine Schiffswerft hier eher hin. Komm. Weitere Produktion. Ja, auch... Eigentlich brauche ich auch keine Wissenschaft mehr, aber wenn die ihre Grunderträge behalten fürs nächste Mal, wäre das gar nicht so schlecht, wenn ich die dann doch noch baue. Die Sachen. Zum Teil zumindest. Und hier ist auch gegenmissioniert. Ich sehe es doch schon. Zack. Reicht jetzt. Raus aus meinem Land mit euren Missionaren. Das geht mir auf den Keks. Und ich baue hier auch noch die Zeitlosgebäude. Ich bin so frei, ich baue jetzt noch ein Zeitlosgebäude hier hin. Mühle. Schrotmühle. Ja, kann gerne hier rauf. Noch so ein Ding. Und ein Steinmetz. Der kann zum Tempel. Ja, komm. Das ist in Ordnung. Und eine Mauer bekommt er auch noch. Komm, wir sind spendabel. Da sind wir hier zumindest mal safe, was das angeht. Und Toledo hatten wir da auch alles. Ich glaube, hier hatten wir auch alles gebaut. Gekauft, besser gesagt. Haben wir noch irgendwas, was wir unterbringen können an großen Werken? Nee, da ist alles safe. Platz haben wir auch keinen mehr. Na gut. Und Vilnius können wir noch einmal vergrößern. Auch hier möchte ich, wie gesagt, auf die Produktionspunkte gehen. Die sind mir wichtiger. Können wir hier oben noch hin. Zack. Ja, doch, es kommt hier. Zu Beginn des nächsten Zeitalters, merkt euch das. Schreibt es euch irgendwo auf, Leute. Ich vergesse es definitiv und ich habe jetzt keinen Stift hier. 9 Landeinheiten. Können wir mitnehmen. Zuzüglich der Einheiten, die unsere Heerführer halten können. Wir verlieren eine Landeinheit. Gut, da haben wir gut gerechnet, oder? Da haben wir gut gerechnet. Erste Klasse Grundschule wäre stolz auf mich, Leute. Das passt. Also den Heerführer sind wir am Produzieren. Das ist alles also in Ordnung. Da mache ich mir keine Gedanken. Und nee, der bleibt hier. Aber hier ist Terror. Hier ist Terror. Also, nee, der kann ja nichts machen. Da haben wir ja das eine Feld gegen missioniert. Alrighty. Alles gut, falscher Alarm. Das bleibt dann jetzt diese Runde erstmal so. Die Krise knallt halt auch nicht rein, weil wir keine Städte mit geringer Zufriedenheit haben diesmal. Erstes Zeitalter war ja krass.
mit Karthago, mit den vielen Städten und allem, mit den vielen Siedlungen und nix hatte mehr Zufriedenheit. Aber das hier ist ja easy going aktuell, was Zufriedenheit angeht zumindest. Irgendwas kann auch befehligt werden. Ah, den hatten wir auch geschickt. Stimmt, der sollte Bagdad missionieren. Vielleicht lassen die mal ab. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, Machiavelli, der hier missioniert. Mit seinem Taoismusmüll. Und noch irgendwer. Naja, müssen wir gucken. Und die Schatzflotte ist auch da. Sehr schön. Da kippen wir aus. 3 Schatzflottenpunkte. Ich gucke nochmal. Ich gucke jede Runde rein, ich weiß, aber ich vergesse das auch schnell wieder. Ja, den Punkt schaffen wir. Das hier ist schade. Das ist schade, weil wir den Punkt, dass alle unsere Städte auch Städte bleiben, nicht nutzen können, wenn wir das nicht erreichen. Und ich befürchte, dass es nichts wird. Befürchte, dass das nichts wird. Bin mal gespannt. Machiavelli schickt ja auch schon seine Armee an unsere Tore. Die sollen mal alle die Füße stillhalten. Speer und Titel gehören zusammen. Ja, da machen wir nichts von. Da brauchen wir nichts. Der Meister und der Lehrling Und ich drück's lieben noch. den Meister auf unterschiedliche Weise. Und ich drück's noch. Na gut, machen wir erstmal hier weiter. Komm. Vilnius kann nochmal vergrößert werden. Sehr geil. Hier unten wieder Produktion. Ah, das wächst schon schnell, wa? Es wächst schon sehr, sehr schnell alles. Sehr geil. Absolut geil. Hm. Produktion für Militärgebäude ist in unserem Fall, glaube ich, auch stark. Zufriedenheit für Zufriedenheitsgebäude ist auch nicht schlecht, aber das brauchen wir aktuell nicht. Produktion für Steinbrüche, ja, machen wir. Komm, machen wir eh alles. Auf die eine oder andere Runde kommt es nicht mehr an. Die Punkte sind alle relativ gut. Hier haben wir das, was ich wollte. Und hier machen wir noch die beiden. Meisterung und Meisterung hier. Gibt es hier irgendein Wunder, das ich noch bauen kann? Das möchte ich noch kurz gucken. Aber ich glaube, die sind alle gebaut. Die sind safe alle gebaut. Ja, schade. Komm, machen wir hier. Bekommen wir eine Reliquie, die wir nicht ausstellen können. Und ein Siedlungslimit. Wir haben auch nichts mehr. Wir können nichts mehr für Reliquien bauen. Ein Gildenhaus wäre vielleicht nicht verkehrt fürs Gold. Gildenhaus und Bazar noch als Kombi. Was haben wir hier? Eine Bank. Ja, dann bauen wir es zur Bank zu. Komm. Das ist cool. Und den Missionar, ich glaube, wo wollte ich den hinschicken? War das der hier, der sollte hier rein, wa? Und sollte hier bleiben. Und der sollte auf Stadtgeländefeld und hier gegen missionieren, damit die hier mal mit ihrem Mist aufhören. Unfassbar. Ich finde es frech. Ich finde es absolut frech, was sie hier machen. Aber immerhin lassen sie Malle in Ruhe. Malle, wo sich unsere Soldaten erholen. Das ist doch schon mal was. Was überspringen wir alles? Der kann... Nein, jetzt habe ich ihn hier hochgeschickt. Naja, dann dauert es noch eine Runde länger. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Das hier hin. Der kann hier missionieren. Und dann gehört das auch zu uns. Sehr gut. Auch wieder so ein Zufriedenheitsbuff, glaube ich. Mit den Geländefeldern, mit den Ozeandingern. Hier ist keine Ruhe. Hier wurde auch von Machiavelli gegen missioniert, okay. Was sucht der denn hier oben? Hier warten wir ab. Ich möchte jetzt nicht aufbrauchen. Ich möchte nicht auch nochmal 1000 Dinge neu kaufen müssen. Kann sein, dass wir noch ein paar Gebäude kaufen. Oder auch Einheiten, je nachdem, wie es weitergeht hier. Der Sozialpakt sorgt dafür, dass die Menschen durch Bund und Recht gleich werden. Eine Sonne ganz aus Gold, einen ganzen Klafter breit. Ebenso einen Mond ganz aus Silber und genauso groß. Schön, aber warum bin ich jetzt draufgegangen, weiß man auch nicht so genau, wa? Brauchen wir auch nicht. Glaube ich mal. Nee, wir gehen in die Erzählung Neue Strömungen in den Künsten. Als Gemeinschaft schließen sich Autoren und bildende Künstler unter einem inspirierenden Imperativ zusammen, den Geist zu erweitern und jeden Einzelnen von veralteten gesellschaftlichen Zwängen zu befreien. Alte Denkmuster durch Kunst dekonstruieren oder die Tradition in der kreativen Praxis wahren. Ich glaube, wir wahren die Tradition, denn wir brauchen einfach nicht mehr so viel Kultur. Das macht keinen Sinn. Also so viel ist 300, ist jetzt nicht viel. Hier sind es 600 für die Feier. Guck mal, das ist mehr als eine Runde. Das ist ja sowieso ein No-Brainer. Das ist ja ein absoluter No-Brainer. Und dann geht es hier weiter. Die möchte ich nicht machen, sonst ist das Zeitalter so schnell vorbei. Und ich spekuliere tatsächlich noch drauf, dass das funktioniert mit unseren Dingern. Mit unseren Schatzflotten. Nahrung für Nahrungsgebäude und Fischerboote gerne.
Nehmen wir auch noch mit. Fischerbude haben wir ja einige. Und hier sind wir auch schon fertig. Boah, das geht so schnell mittlerweile. Machen wir das hier für diese Siedlung noch. Und dann kriegen wir nochmal 3 Reliquien, die wir nicht ausstellen können dazu in den nächsten Runden. Und hier, glaube ich, mache jetzt mal den Steinmetz. Komm, das ist das letzte Zeitlosgebäude, das uns hier noch fehlt. Machen wir dazu zum Ziegelwerk und dann hat sich die Sache. Und hier machen wir noch eine Bank. Hier starten wir das Banking zum Krankenhaus. Ja, das passt doch. Können sie gleich zuerst zur Bank, bevor sie sich behandeln lassen. So läuft das im Gesundheitssystem. Der Missionar, der kann weg. Brauchen wir nicht. Der hier kann auch nichts machen. Der kann auch nichts machen. Auch nicht. Eigentlich ist das ja gut. Und jetzt habe ich so viele Missionare gekauft und so viel Euros dafür ausgegeben. So, das passt. Da brauchen wir nicht. Und der kann auch weiter. Den schicken wir mal Richtung Basett. Dann kann er da mal reinlurken. Vielleicht schicken wir den auch noch weg. Komm. Schicken wir den hier hinten hin. Kann der weitermachen. Ich glaube, ich brauche die tatsächlich nicht mehr. Es wird nur in dieser einen Siedlung gegen missioniert. Alles andere lassen die einfach in Ruhe. Dann schicken wir den vielleicht sogar noch runter hier. Den schicken wir auch noch runter. Und dann fangen wir hier mal an, die hier zu ärgern. Katharina kann auch noch geärgert werden. So, hierher. Zur Not kaufe ich da nochmal was. Ich möchte jetzt nicht jede Runde wirklich gar nichts mit Mann hier rumstehen haben. Ich glaube, wenn wir hier gegen missionieren, dann üben wir auch so ein bisschen Druck aus, dass die dann zuerst ihren Kram missionieren, bevor sie wieder bei uns kommen. Aber hier ist Konfuzius schon am Start. Also kann sein, dass wir hier noch eine neue Einheit kaufen müssen. Oh, er ist angekommen. Den hatte ich ja auch vergessen. Eieiei. Den hatte ich ja komplett vergessen. Das war der eine Siedlung gründen konnte. In fernen Ländern an einem geeigneten Standort für eine Siedlung aktivieren. Hierdurch wird eine neue Gemeinde erstellt. Saragossa, welcome. Sehr schön. Was ist denn hier los? Siedlung ist nicht über unser Handelsnetzwerk mit der Hauptstadt verbunden. Ihr könnt sie möglicherweise mit einer bereits verbundenen Siedlung verbinden, indem ihr eine Straße mit einem Händler baut, ein Küstengebäude errichtet oder eine Siedlung in Reichweite gründet, um sie zu verbinden. Das ist aber auch neu. Da war ja der Plan, dass er hier in 5 Runden, wir brauchen ja bis hierhin auch 5, also das ist wirklich der kürzeste Weg, okay. Na gut, dass er hier dann jetzt in 4 Runden quasi hier unten ist und Stockholm uns direkt eingemeindet, ist ja auch Quatsch. Wir hätten das wahrscheinlich schon längst über Einfluss eingemeinden können. Wir können den Einfluss hier aber auch noch in Kiew reinpumpen. Komm, rein da. Ich pumpe da jetzt einfach Einfluss rein. So. 10 Runden, bis sie unser Stadtstaat sind, das passt. Dann haben wir hier zur Not auch noch irgendwas. Und wenn wir das jetzt nicht bekommen, ist auch nicht schlimm. Ich wollte das ja nur machen, um den Conquistador hier irgendwie mal zu beschäftigen und ihn auszunutzen. Saragossa ist jetzt natürlich ein Problem. Problem in dem Sinne, dass ich hier keine Dinger bauen kann. Ich muss zuerst, warte mal, das bekommen wir aber hin. Ich muss hier zuerst eine Fischereimole bauen. Die bauen wir hier hin. Ja. So, und dann können wir jetzt hier weiterbauen mit unseren Stadtbezirken, weil ich komme hier nicht rum. Hier sind ja überall Ressourcen. Das wird ja zu schwierig sonst. Also was heißt zu schwierig? Es wird unmöglich. Wir bauen dann so weit aus, wie wir können. Tempel, Ziegelwerk. Hier können wir eine Sägemühle hinbauen. Dann können wir ein Steinmetz hier hinten hinbauen. Oder warte mal, das gibt doch Sägewerk. Geht auch überall. Irgendwas war da noch, wo nur auf Fluss geht, oder? Schrotmühle war das, genau. Schrotmühle noch hier hin. Ja, hier ist halt blöd, aber ich glaube, wir können irgendwann noch ein anderes Gebäude. Machen wir das hier hin. Steinmetz kommt hier rauf. Und Kornspeicher kommt in die City rein. Gut, dann haben wir das. Mauer noch eine Runde. Zack, sponsored bei NFS. Und dann gehen wir hier weiter. Erstmal, damit wir das Feld hier auch noch bekommen. Dann sind wir hier schon am Max und dann fangen wir hier an, Schatzressourcen zu sammeln. Wobei, der ist ja nicht verbunden. Fängt der überhaupt dann an, die Dinger zu bauen? 8 Runden? Ja, anscheinend. Auch ohne Verbindung mit dem Handelsnetzwerk.
Denn die Verbindung wird, glaube ich, auch dadurch getrennt, dass wir hier keine freie Durchfahrt haben. Das ist natürlich jetzt blöd. Hm, da können wir aber auch nicht viel machen. Wir müssten dann irgendwo noch eine andere Stadt gründen. Hier wäre auch noch was, sehe ich gerade. Versuchen wir mal. Machen wir hier auch noch rein. War jetzt ein bisschen Fail von mir, das alles, muss ich gestehen. Stockholm wäre aber möglich, dass die verbunden sind, wenn wir die Fischereimode hier hinten. Ah, nee, das doch, obwohl hier können wir die ja hinbauen. Das wäre vielleicht machbar. Nee, ist ja ein Fluss, die können wir es auch hier hinbauen. Saragossa weiß ich jetzt nicht genau, was wir damit machen. Dann bleiben die halt unverbunden. Das macht jetzt erstmal nichts. Der ist schon da. Einmal bitte bekehren. Oh, die Schatzflotte hier ist auch da. Ausladen, zack. Ein Schatzflottenpunkt. Mehr gibt es ja hier oben nicht. Leider haben wir nur diese eine Ressource. Also der hier ist das, die Pelze. Glaube ich, oder? Ja, doch. Nein, doch. Oh, nee, die Pelze waren es. Da sind wir ja nicht rangekommen. Das war die zweite Schatzressource. Erstellt bei Modernisierung und Verlängern eines Schatzkonvois. Die ist ja leider nicht erreichbar. Damit werden wir leben müssen. Warum der jetzt aus der Autoerkundung raus ist, weiß ich nicht. In der Nähe gibt es eine Entdeckung. Ah, das ist ja mal smart. Warum ist die noch nicht weg? Das ist ja mal smart, dass er dann anhält. Ein Ingenieur hat auf einem Felsen eine Windmühle errichtet. Starke Winde helfen beim Zuschneiden von Brettern aus Baumstammrohlingen. Baumeister stehen schon Schlange für dieses hochwertige Schnittholz. 45 Produktion für Karthago oder 300 Gold. Ja, 300 Gold, definitiv. Da sind wir Vollblutkapitalist. Wir brauchen die Kohle aktuell vielleicht noch für 1 oder 2 Siedlungen unten auszubauen. Wenn das denn was wird mit den Siedlungen hier, dann können wir das Gold gut gebrauchen. Aber das wird sich noch zeigen. Der Kolonialismus begnügt sich nicht damit, ein Volk in der Hand zu haben, sondern er wendet sich der Vergangenheit des unterdrückten Volkes zu und vernichtet sie. Sehr gut. Die Karte war eher ein Modell für das, was sie darstellen sollte, als ein Modell davon. Jawohl, da wollte ich auch nicht rein. Ne, wir gehen wieder der Reihe nach. Ist in Ordnung. Teneriffa kann vergrößert werden. Dann nehmen wir die Färbemittel jetzt endlich mal mit. Zack. Dann kann Toledo vergrößert werden. Da nehmen wir trotz allem nochmal Produktion mit. Toledo ist ja eine Stadt. Die brauchen wir. Und dann geht es hier weiter. Richtung Anfang. Produktion für Lager und Holzfäller wäre noch machbar. Und dann machen wir den Kram noch. Da haben wir die 2 Dinger. Und dann müssen wir ohne Zweifel hier rein. Wir können ja nicht einfach nichts auswählen. Bringt ja auch was. So ist es ja nicht. Ist ja nicht komplett umsonst. Aber Ressourcenkapazität in allen Städten in der Heimat. 10 Reichweite für Handelswege, okay. Kampfstärke für Einheiten in der Heimat. Kampfstärke für Einheiten in fernen Ländern. Kultur und Gold in Städten in eurer Heimat. Nahrung und Produktion in Gemeinden in fernen Ländern. Machen wir das mal. Kriegen uns jetzt alles nicht so viel, aber gut. Krankenhaus. Krankenhaus oder Verlies. Da müssen wir uns jetzt entscheiden. Das ist, glaube ich, egal, wenn wir Krankenhaus kommen. Dann nochmal 6 Nahrung haben für Wachstum. Der hat ja die richtig geilen Geländefelder hinten am Start. Die möchte ich gerne noch ein bisschen bebauen. Hier könnten wir Bank, Bazar machen, Verlies. Eigentlich alles relativ nützlich. Ich würde gerne eine Bank machen. Wir können auch nur noch eins machen. Oh, oha. Dann wäre vielleicht eine Menagerie gar nicht schlecht. Dann wäre eine Menagerie nicht schlecht. Pass auf, dann machen wir die lieber hier hin. Dann möchte ich gern doch Zufriedenheit mitnehmen. Hier ist, glaube ich, egal. Hier können wir noch einiges bauen, ja. Da können wir eine Bank hinknallen. Machen wir hier unten hin. Hier wäre ein Waffenmeister relativ lukrativ. Den packen wir zum Pavillon dazu. Hier bauen wir, glaube ich, auch die Menagerie jetzt erstmal. Mit 7. Ja, die bauen wir hier auf das Feld dazu. Ja, hier gibt es nicht mehr viel. Bazar baue ich zuerst. Bazar für Gold und dann bauen wir den Rest noch von dem Quatsch. Ja, Bazar zur Bank. Das passt doch. Färbemittel haben wir jetzt. Haben wir irgendwo Probleme mit Zufriedenheit? 10 haben wir hier einmal. Hier hinten 8. Da kommen wir aber nicht ran. Dann packen wir das hier rein. So, und mit Missionar, der kann nichts machen, okay. Da haben wir Ruhe. Der muss auf ein Landgeländefeld irgendwo, irgendwie. Da müssen wir auch erstmal hinkommen. Ja.
So, dann ist Lindsay auch gegen missioniert. Der kann hier rein. Teneriffa ist safe. Tabata, ja gut, da lasse ich stehen. Da ist auch schon, hier ist einer am Start. Vielleicht stellen wir den auch so ein bisschen strategisch sinnvoller platziert hier hin. Dann kann der, je nachdem, wo er jetzt hingeht, kann er hier weiter stunk machen. Ich muss auf die anderen Städte aber auch aufpassen, so ein bisschen, dass da mir nichts durch die Lappen geht. Ja, schaut gut aus. Bagdad ist mittlerweile orthodox. Das ist sehr gut. Dann gehen wir hier hin und fangen an, Neapolis zu missionieren. Hier oben, Patragada, ja, sehr schön. Gehen wir hier rein. Zack. Konfuzius hat noch die Füße stillgehalten, weiß nicht wie lange. Wir fangen da mal an zu missionieren. Vielleicht geht er dann zurück und lässt uns in Ruhe. Und ihn hier stellen wir nochmal auf Erkundung automatisieren, bis er das nächste sinnvolle Ding hier findet. Katharina ist auch am Start. Die wird auch missioniert. Alles so verdächtig ruhig. Keine Kriege, kein nix. Ich bin ein bisschen hibbelig, muss ich sagen. Ich schulte meinen Verstand und meine Gedanken bezüglich Formen und Figuren. Und ich ordnete diese Formen eine nach der anderen. Sehr schön. Nächste Stadt, Tenae. Tenae bekommt, boah, Tenae könnte richtig stramm viel Produktion hier bekommen. Ich glaube, das machen wir auch. 5 Produktionen, das ist schon saftig. Das nehmen wir mit. Hadrometum. Hier machen wir einen Spezialisten rein. Haben wir hier irgendwo was Cooles? Was richtig Cooles? Ja, auf den ersten Blick sehen die alle relativ gleich aus. 2, 4, 7, 8 haben wir hier. 7, 5. 2, 4, 7. Ja, eigentlich das Feld hier. Das unscheinbarste. Zack, rein da. Next one. Oh, 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 da Saragossa kann ja auch noch. Da können wir ein bisschen Tee mitnehmen. Oder zuerst die Gewürze. Nehmen wir zuerst einen Tee. Dann hier hinten. Ja, ja, doch, das ist eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich ganz cool. Hier haben wir noch 2 Punkte zu erforschen. Ja. Nahrung für Bauern, Weinplantagen. Let's go. Und ja, der macht nichts mehr. Nach meinem letzten Ausraster ist der lieber mal ruhig jetzt hier. Der kann direkt hier weiter missionieren. Dann hat Machiavelli auch was zu tun. Das wird ihm wahrscheinlich nicht gefallen, aber das ist mir auch gerade egal. Die sind ja bei uns die ganze Zeit auch am Start. Wir missionieren das hier mal noch fix gegen. Dann ist der hat ja, glaube ich, der hat ja voll, ne, 2 Aufladungen hat er noch, okay. Easy. Easy. Basetz. Zack. Das löppt doch, Leute. Das löppt doch richtig heute. Der geht aufs Landgeländefeld. Nächste Runde geht es dann hier weiter. Oh, hier ist eine Schatzflotte. Warte mal, Schatzkonvoi. Einmal nach oben, bitte. 9 Runden. 9 Runden. Jetzt müssen wir wieder rechnen. Er hat eine, ne, das war der Dreier, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wir bekommen alle 8 Runden, bekommen wir 5 Ressourcen immer. 1, 2, 3, nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und der wird wahrscheinlich so lange brauchen von hier unten. Wo ist denn da? Wo ist denn die Siedlung überhaupt? Ich hab's schon wieder vergessen. Hier hinten irgendwo. Oh je, je, je. Saragossa, der müsste straight hier rüber. Quer durch alle feindlichen Länder. Naja. Bin ich mal gespannt. Missionar. Den lassen wir. Aber den Schatzkonvoi, den schicken wir rüber. Und den schicken wir auch hier rüber. Oh ja, auch schon 12 Runden bis hierher. Kann ja eigentlich fast nicht sein. Kann ja eigentlich fast nicht sein. Der geht ins Wasser. Hier klappt die Anzeige halbwegs, seht ihr? Aber nicht überall. Speer macht sein Ding, sehr schön. Wenn Mönche rechtschaffen sind, sind Rajas rechtschaffen. Wenn Minister rechtschaffen sind, sind Brahmanen und Hausherren rechtschaffen. So sind Stadtbewohner und Dorfbewohner rechtschaffen. Ja, Nahrung in Gemeinden bringt uns, glaube ich, gar nicht mal so viel. Die haben wir fast, oder? Haben wir zum Teil umgewandelt. Der König stellte all seine Ritter auf, gab ihnen Ländereien und befahl ihnen, Barmherzigkeit zu üben.
Ich würde fast sagen, wir machen das trotzdem noch rein. Kultur und Gold wegen dem Gold halt und nehmen dann irgendwas raus. Was brauchen wir denn nicht? Dann nehmen wir das Kulturding hier raus. 2 Kultur für große Werke. Wir brauchen die Kultur nicht und bekommen hier auch nochmal welche. Dann machen wir lieber das rein. Und Zivilistenfortbildung und Ladung möchte ich jetzt dann doch drin lassen, ehrlich gesagt. Produktion und Nahrung in Gemeinden in fernen Ländern haben wir einfach nicht genug dafür. Ha. 2 Gold für jede Ressource lassen wir. Das lassen wir auch. Ja gut, Kultur für Kulturnachbarschaft ist jetzt auch nicht so wichtig. Machen wir die raus, komm. Gucken wir mal, was noch übrig bleibt von uns. In 1180 Kultur, wenn wir das so tauschen. 1157, okay. Okay, damit können wir leben. Und dann geht es hier weiter in unser Geländefeld mit mittlerweile 79 Gesamtertrag. Ich fasse es nicht, Leute. Ich fasse es nicht. Was ein geiles Feld. Hier könnten wir auch noch mal eine Produktionslinie mitnehmen. Hier mit 5 oder ein bisschen Zufriedenheit. Wir brauchen den Spezialisten jetzt nicht unbedingt. Wobei das Feld schon tempting ist hier unten. Ja, komm, machen wir noch einmal hier rein und beim nächsten Mal. Dann, wir wachsen ja schnell. Hier können wir nicht mehr viel machen. Burgen. Und dann geht es leider in den... Was heißt leider? Das ist ja nicht so schlecht. Wir bekommen einen zufälligen Attributspunkt, wir bekommen Bonus für eine Starttechnologie im nächsten Zeitalter. Und jedes Mal, wenn das aber, wir bekommen halt auch 10 Zeitalter-Fortschritt, jedes Mal, wenn das abgeschlossen wird. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert, wenn wir jetzt durch wären mit der Wirtschaftsgeschichte. Und ich hätte meine Städte hier, mein goldenes Zeitalter, hätte ich gesagt, okay, ja, geil. Aber so beenden wir das Zeitalter wahrscheinlich relativ schnell dadurch. Genauso hier ist mehr oder weniger das Gleiche. Ist dasselbe Problem. Selbes Problem, andere Ursache. Wir schreiten dann halt im Zeitalter sehr, sehr schnell voran jetzt demnächst. Hier möchte ich gerne in Karthago endlich mal eine Menagerie bauen. Die kann auch hier dazu. Jawohl. In Mallet. Ah, da ist der Heerführer fertig geworden, Leute. Da ist der Heerführer fertig. Mallet bekommt eine Bank, Bazar, Gildenhaus, sowas. Die Kombi vielleicht. Machen wir die hier rein? Nee, warte, machen wir nicht. Ich glaube, es ist egal. Machen wir hier rein, komm. Ja, Hadrometo bekommt dann auch noch von mir ein Krankenhaus. Damit sie nicht rumjammern. In den Rusikade würde ich eine Menagerie bauen. Definitiv. Bauen wir die hier. Zum Pavillon dazu, jawohl. Hippo, ja. Rennofen, Pavillon, machen wir eine Kombi draus. Oder eine Nachbarschaft, besser gesagt. Der kann ja auch hier rein, das ist ja kein Zeitlosgebäude, ist ja egal, wo der ist. Und hier definitiv ein Waffenmeister. Plus 10. Das ist ja mal insane. Das ist ja mal absolut insane. Ja, den überspringen wir. Der Führer, der kann auch... Den brauchen wir gar nicht aktuell. Den haben wir ja nur gebaut, damit die Einheiten nicht kaputt gehen. Der missioniert hier weiter. Ja, ich glaube, die sind jetzt ein bisschen triggert, dass ich ihnen alles vor der Nase weg missioniere. Da haben die ja auch keinen Turn drauf. Und wir nehmen uns immer wieder ein Euro für Euro, Leute. Immer wieder ein bisschen Kleingeld. Die haben da echt keinen Bock drauf. Hier, Vatikanstadt hätten wir ja auch noch, aber komm. Brauchen wir alles nicht. Den überspringen wir. Der kann missionieren. Zack. Da oben ist auch noch alles safe. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Wie sieht es hier aus? Weiter missionieren. Jawohl, nächste Runde. Ah, Schatzflotte ist da. Nochmal auskippen. Zack. Und jetzt haben wir den vorletzten Punkt zumindest. Zumindest den haben wir geschafft. Da bin ich auch glücklich drüber. Aber das schwierig. 81%. Ah, da kommt jetzt eine neue Krisenpolitik. Der Himmel verdunkelt sich. Wo Bräuche und Behörden einst Siedlungen miteinander verbunden haben, reißen sie nun religiöse Spannungen auseinander, wenn private Glaubenssätze zu öffentlicher Politik werden. Die Zügel der Macht reißen und keine Kraft, heilig oder weltlich, kann das wachsende Zerwürfnis aufhalten. Die Welt wütet und aufgebrachte Hände greifen nach Waffen. Menschen suchen Unterstützung im Ausland, wo sie Zusammenhalt in geteilten Glaubenssätzen finden, statt in gemeinsamen Bräuchen. Krise fortsetzen. Wir bekommen einen weiteren Krisenpolitikplatz dazu und können das auch noch freundlicherweise gleich auswählen. Da bin ich glücklich drüber. 50% Einfluss für die Spionageaktionen, die Siedlungen bekehren.
-4 Zufriedenheit in Siedlungen in der Heimat. Hm. Oder +4 Gold für Siedlungen, die nicht eurer Religion folgen. Haben wir keine. Ist eigentlich brauchen wir gar nicht weiterlesen. Und -4 Zufriedenheit in Siedlungen in fernen Ländern. Wir nehmen hier definitiv das hier. Einfluss durch Spionageaktion ist mir jetzt relativ egal, aber wir können das hier besser ausbalancen mit den -4 Zufriedenheit als in den Dingern hier. Vor allem, weil wir eine Siedlung, die ganz neue, ich zeige es euch gleich, wir machen das hier rein, Siedlungen in der Heimat, weil wir das neue Ding ja noch gar nicht verbunden haben. Ich kann das hier nicht ausgleichen in Saragossa. Ich müsste dann hier hoffen, dass wir relativ schnell wachsen, eine Zufriedenheitsressource, hoffen, dass wir irgendwo eine haben und die dann reinbuttern. Dann können wir das so halbwegs ausgleichen, aber das ist mir zu heiß. Das ist mir zu heiß, Leute. Dann nehmen wir lieber das in der Heimat. Ist dann in Summe mehr Zufriedenheit, die wegfällt für die Feier. Glaube ich zumindest, dass das darauf auch triggert. Aber das ja, macht jetzt nicht so wirklich viel. Wir könnten in die nächste Runde gehen. Aber ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Tatsächlich, wir sind schon lange drin und heben uns das Ganze auf, denn Hernando de Sota ist angekommen, der kann dann in Stockholm ein bisschen sein Unwesen treiben und das Ganze gegebenenfalls zu einem Stadtstaat umformatieren, der direkt zu uns gehört. Kiew sind wir am Befrieden, das wird noch 7 Runden dauern. Da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Wir haben hier oben Nansarunai, das dauert noch 27 Runden. Das dauert noch 18 Runden, bis wir das bis wir das gemacht haben. Und dann schauen wir weiter, wie es hier ja, gegen Ende des Zeitalters aussieht. Ob noch ein Krieg ausbricht, da bin ich auch gespannt drauf. Ich warte da ja eigentlich schon 3 Folgen drauf. Ich bin mir echt unsicher, ob das noch passiert. Es scheint sich jetzt wieder Richtung normal zu bewegen. Mal schauen, mal schauen. Wir werden sehen und das Ganze in der nächsten Folge morgen, wenn ihr möchtet. Bis dahin, lasst gerne ein Like da und macht's gut. Ciao, ciao.